Warum ziehst du nicht erstmal hier nach Königsbrunn? Das wäre ebenfalls ein deutliches Zeichen und würde Ansgar erstmal den Wind aus den Segeln nehmen. Ein sehr interessantes Angebot. Ein Immobilienfonds, Castellan Quadro. Interessante Rendite. Die versprechen oft mehr, als drin ist. Och, ich fand das sehr aufschlussreich, so zu erfahren, dass du eine Freundin hast. Mit Evelyn ist es vorbei. Was gibt's? Ich wollte jetzt eigentlich nur... Okay, hinsetzen und Klappe halten. Okay, wir können. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. Bisschen spät, And I'm through. aber immerhin. Toodaloo. Bye, bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. Ah, hallo, Frau Wagner. Hallo. Und tschüss. Tschüss. Hallo. Hey, na, wie war's? Schön. Ein Alt hätte ich gerne. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Komm sofort. Ja, eine Woche Champagner, das kann ja auch langweilig werden auf Dauer, ne? Schatz, das war eine Gastronomiemesse und keine Messtour. Da läuft man sich die Haken rund und fährt zwischendurch ein paar Häppchen ein. Sonst nichts. Ach du Ernst, ja, dann bringen sie dir auch noch ein Weinseminar auf. Wenn du jetzt aufhörst, mich zu ärgern, dann nehme ich dich vielleicht mit. Okay. Was ist eigentlich mit dem Angebot von der Uni? Die suchen einen Gastdozenten im Medienrecht. Ein Ex-Kommilitone in der Fakultät. Rührt kräftig die Werbetrommel für mich. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Wäre das was? Ja, für den Lebenslauf ja, aber für das Konto eher weniger. So, bitteschön. Danke. Danke. Aber ich kann mir auch eine reiche Frau suchen. Ja. Wie Bernd von Beinbach. Wie, Bernd von Beinbach hat eine neue Freundin. Echt? Verlobte. Du kennst sie. Wer? Hey, jetzt sag halt. Carla. Carla von Lahnstein. Deine Freundin. Also, dass du hier zu mir aufs Schloss ziehst, heißt natürlich nicht, dass wir... Carla. Du lebst dein Leben und ich lebe meins. Glaubst du, dass das auf Dauer funktioniert? Naja, ich sehe das eher als unverbindliche Interessengemeinschaft, so eine Art WG. Die habe ich mir immer ein bisschen anders vorgestellt, aber Gott sei Dank haben wir hier genügend Platz. Platz wofür? Für Bernd, wenn er hier einzieht. Ist das nicht ein wenig übereilt? Wir leben im 21. Jahrhundert. Da ziehen Paare schon mal zusammen, bevor sie heiraten. Ja, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ich verstehe schon. So gesehen ist die Idee ja ganz vernünftig. Ja, und aus diesem Grund würde ich dich gerne zu einem kleinen Verlobungsumtrunk einladen. Morgen Nachmittag, wenn es dir passt. Eine Art intime Feier, damit ihr beiden mal die Gelegenheit bekommt, euch in weniger steifer Atmosphäre kennenzulernen. Welch überaus verlockendes Angebot. Danke, Frau Seifert. Bitte, das ist hier nicht üblich.
Raffaela Stein, bitte. Ich weiß, ich hatte schon bessere Auftritte. War es so schlimm? Mal abgesehen davon, dass deine Technik perfekt war. Sag mal, wo kommt denn plötzlich diese Energie her? Dieser Ausdruck? Hör auf. Meinst du das ernst? Du warst noch nie so gut. Danke. Alexa, wenn ich nicht gekommen wäre, dann... Ey, das war der Hammer, echt. Als ich dich da gesehen habe, da musste ich gar nichts mehr machen. Ich habe nur noch getanzt. Die nehmen dich. Ach, Doch, doch. Du kriegst das Engagement. Das schwöre ich dir. ich bin nur froh, dass du jetzt hier bist. Ja, ich hoffte, Alexa hier anzutreffen. Auf ihrem Handy springt immer nur die Mailbox an. Ja, vielleicht ist sie gerade bei irgendeinem ihrer Vortanzen. Vortanzen? Ja, lässt ihr denn die Eisdiele für so etwas Zeit? Ja, ich sehe schon, schade. Du bist nicht auf dem neuesten Stand. Alexa will wieder Tänzerin werden. Ach, verstehe. Und die Künstlerin kann sich natürlich nicht um so Banalitäten wie einen Wasserschaden kümmern. Hast du ihn dir denn schon angesehen? Nein, wenn ich allein in die WG gehe, verstoße ich gegen Mieterrechte. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe Teewasser aufgesetzt. Du siehst aus, als könntest du einen brauchen. Ja, könnte ich auch, aber ich will die Handwerker nicht so lange alleine lassen. Wenn ich die nicht den ganzen Tag in Schach halte, habe ich das nächste Malheur. Ich gebe zu, ich habe schon zuverlässigere Leute gesehen. Arno, könntest du vielleicht noch mal einen Blick drauf werfen? Die haben heute die Technik in der Küche neu verlegt. Da ahne ich auch schon Schlimmes. Im Prinzip gern, Charlie, aber heute, morgen vielleicht. Im Moment muss ich mich dringend mit etwas anderem beschäftigen. Aha. Elisabeth. Ich fürchte, sie macht einen Riesenfehler. Arno, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wenn du sie bedrängst, zieht sie sich wahrscheinlich noch mehr zurück. Ach, ich rede nicht von diesem Mann. Ich rede von etwas Geschäftlichem. Sie will investieren. Arno, Elisabeth ist eine erfahrene Geschäftsfrau. In einen Immobilienfonds. Castellan Quattro. Ehrlich, also nicht nur der Name kommt mir spanisch vor. Naja, Arno, wenn sie deinen Rat gewollt hätte, hätte sie ihn sich geholt. Hm? Ich muss jetzt wirklich los. Also. Viel Glück auf deinen diversen Baustellen. Ja, danke. Ciao. Friedhelm? Arno hier. Hast du eine Minute? Ja. Du kennst dich doch aus in Immobilienfonds. Hauptsächlich im Ausland. Ich dachte, du legst sie zu meiner Verlobungsfeier an. Heute Nachmittag. Wäre schön, wenn du auch Zeit hättest. Was denn? Gefällt sie dir nicht? Doch, natürlich. Dad, ich verstehe das nicht ganz. Beatrice ist erst seit ein paar Monaten tot und jetzt willst du schon wieder heiraten? Ich meine, ich finde es ja gut, dass du eine Freundin hast, aber heiraten? Maus. Niemand wird mir Beatrice ersetzen können. Aber an dem Tag, als Carla plötzlich vor mir stand, dann... Oh, du entschuldigst mich kurz? Oh, guten Morgen. Guten Morgen. So sieht ein zukünftiger aus. Carla und ich geben heute Nachmittag einen kleinen Umtrunk anlässlich unserer Verlobung. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie beide auch kommen würden. Ja, natürlich. Ja, na fein. Also ich will ja nicht blöd rumlabern. Aber deine Technik und dein Ausdruck gestern, Wahnsinn! Der ganze Raum hat vibriert. Danke. Felix, du bist süß. Du laberst trotzdem rum. Sag mal, seit wann hast du eigentlich irgendwelche Ahnung von Tanztechnik? Hm? Na, scheinbar mehr als früher. Fall du mir nicht in den Rücken. Quatsch. Nein, im Ernst. Wärst du nicht gekommen, dann hätte die Sache schlechter ausgesehen. Die Vorrunde lief nicht besonders gut. Dann habe ich mich ja Gott sei Dank rechtzeitig wieder eingekriegt. Ich weiß wohl am besten, wie schwer es fällt, Alexa ziehen zu lassen. Aber ich sag dir, sie rechnet dir das hoch an. Hey, du hast es geschafft! Felix, das Ergebnis ist noch nicht raus. Jetzt hör bitte auf, ja? Robin, was für Einnahmen hatten wir eigentlich gestern? 230 so in dem Dreh. Vielleicht sind wir doch zu billig. Wenn wir anziehen, dann bleiben uns die Gäste weg. Wenn es wieder wärmer wird, dann rennen die uns hier die Bude ein, das schwöre ich dir. Der Vermieter will sein Geld aber auch, wenn es kalt ist. Und dann noch das Geld, das wir Arno schulden.
Alexa, ich habe das alles im Griff. Und jetzt freu dich. Guck mal, du warst gestern so gut. Das ist alles, was zählt gerade. Okay? Siehst du? Da kommt gleich wieder was rein. Und dieser Hinterraum ist noch nicht einmal bemaßt? Ich habe keine Ahnung, Arno. Und der Architekt ist nicht zu erreichen. Ach, wenn das hier rum ist, brauche ich erst mal eine Therapie. Ach, Charlie, das werden wir schon zu verhindern wissen. Entschuldige. Friedhelm, danke, dass du so schnell zurückrufst. Und? Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Castellan Quattro, der Immobilienfonds. Nein, einen Namen habe ich nicht. Ach ja? Warum fahren wir da eigentlich nicht mal zusammen hin? Oh, Ferienanlage an der Costa del Sol. Investieren ja, aber dort Urlaub machen in so einem Klotz? Nein. In Granada kenne ich ein süßes kleines Hotel, ganz im maurischen Stil. Da feiern wir unseren Coup, wenn die Sache gelaufen ist. Das klingt schon besser. Dann mieten wir uns einen hübschen Roadster, packen noch eine Flasche guten Rioja ein und machen einen Abstecher zu unserem Goldesel. Castellan Quattro. Sag mal, du bist ganz sicher? Esser, ja, den Namen habe ich. Friedhelm, ich danke dir vielmals. Arno, jetzt hast du dich da doch reingehängt. Weißt du, was Elisabeth dazu sagt, wenn sie das erfährt? Sie wird mir dankbar sein, Charlie. Ich habe geahnt, an der Sache ist was faul. Wovon sprichst du denn? Es gibt keinen Fonds Castellan Quattro. Diese Immobilie existiert nicht mal auf dem Papier. Ein Kollege von mir, der schon öfter an solchen Projekten in Spanien beteiligt war, hat sich umgehört und mich gewarnt. Ein Mensch namens Esser versucht offensichtlich durch dubiose Machenschaften an Geld zu kommen. Du riechst immer so gut. Arno, das ist gerade ganz unpassend. Ich muss sprechen, dringend. Ich bin auf dem Weg zu Isabel. 2 Minuten, bitte. Es ist äußerst wichtig. Entschuldige, Arno, aber ich rufe dich später zurück, ja? Elisabeth. Tschüss. Wollen wir los? Ich fahre dich zu ihr und danach kümmern wir uns um unsere Zukunft. Ja. Tut mir leid, Charlie, aber ich werde mich da einmischen. Das bin ich Elisabeth und mir schuldig. Sag mal, hat er dich jetzt eingeladen? Uns beide natürlich. Lars, ich muss arbeiten. Ja, aber dann tausch doch einfach. Meine Schicht hat gerade erst angefangen, aber geh doch allein, das ist doch kein Problem, oder? Ihr seid auf Schloss Königsbrunn eingeladen? So. Hallo, Hanna. Ist Isabel oben? Ja, sie ist oben. Ja, gut, dann gehe ich mal hoch. Ja. Kann ich Ihnen was bringen? Ja, Orangensaft bitte. Siehst du, alles geregelt. Nicole springt für dich ein. Lars, ich hatte auf der Messe volles Programm. Ich bin froh, wenn ich mal meine Ruhe habe, ja? Immerhin geht es um Carlos Verlobung. Und ganz nebenbei könnte ich ein paar geschäftliche Kontakte gut gebrauchen. Ich bitte dich. Geh alleine, ja? Und was soll ich Jan von Ballenbach sagen? Und Carla vor allem. Die wird total enttäuscht sein. Ich dachte, ihr beide seid Freundinnen. Habt ihr denn wieder Stress miteinander? Nein, ich komme mit, ja? Hast mir gefehlt, Schatz. Aber vorsichtig. Ja, Vanessa. Schön, dass wir uns mal richtig kennenlernen. Finde ich auch. Und herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, Frau von Landstein. Danke, aber Carla wäre mir lieber. Einverstanden? Wenn ich die Herrschaften dann bitten darf? Sag mal, übertreibt es nicht manchmal ein bisschen mit der Förmlichkeit? Ja, gut, dass ich ein paar Freunde mit Bodenhaftung eingeladen habe. Lars Schneider und deine Freundin Hanna. Was? Bernd, das ist eine Familienfeier. Ja, die gehören doch fast zur Familie. Was ist denn? Ich hab das nett gemeint. Ja, die bringen hier vielleicht mal ein bisschen frischen Wind rein, findest du nicht? Schönen Tag noch. Tschüss. Danke, tschüss. Von der Tanzcompany? Andi. Er will uns nachher noch in der WG treffen. Frau Schneider macht Druck wegen des Wasserschadens. Vanessa hat sich wieder verdrückt. Sag mal, kennt ihr nicht irgendwie sowas wie Verantwortungsgefühl?
ist hart, wenn man die ganze Zeit warten muss. Aber die nehmen dich, ich bin mir da so sicher. Bist so lieb. Was zu beweisen war. Ach komm. Wegen gestern, das verstehe ich. Die Vorstellung, das hier alles allein am Hals zu haben und ich bin Monate weg. Aber meinst du, eine gefrustete Alexa hier ist mir lieber? Ehrlich gesagt, ist es mir fast egal, ob die mich nehmen. Hey, das ist die falsche Einstellung. Nein, im Ernst. Dass du gestern doch noch gekommen bist, das hat mir so viel bedeutet. Und so oder so, ich bin glücklich. Weil es dich gibt. Ach, Nicole, entschuldigen Sie. Wissen Sie, ob Frau Brandner schon hier war? Ja, ich bin nicht sicher, ob sie noch oben ist. Oh. Doch, ist sie. Danke. Ich bin Arno Brandner, der Ehemann. Sie sind? Essa. Ein Geschäftspartner Ihrer Frau. Ein Geschäftspartner? Ist ja interessant. Gestatten Sie. Wie war doch gleich der Name? Essa. Luke Essa. Sind Sie zufälligerweise im Immobiliengeschäft tätig? Ja. Sie haben schon von mir gehört? Das kann man so sagen. Ja, doch, Ihre Tochter kennt sich gut aus im Schloss. Wussten Sie das nicht? Nein, das ist mir neu. Ansgar. Komm, ich stell dich meinem Bruder vor. Ansgar von Lahnstein. Sehr erfreut. Vanessa von Bernbach. Ihr beide werdet euch hervorragend verstehen. Wie kommst du darauf? Ihr seid euch in vielem ähnlich. Oh, schön, dass Sie es einrichten konnten. Hanna Nowak. Nowak, natürlich. Lars Schneider, Ansgar von Lahnstein. Sehr erfreut. Guten Tag. Hallo. Herr Schneider war bis vor kurzem Justiziar bei Beinbacher Media. Ach, wirklich? Das Unternehmen hat ja so einige Führungswechsel erlebt. Neue Leute, neue Strukturen. So. Herzlichen Glückwunsch, Carla. Ich muss ja schon sagen, das kam sehr überraschend. Nein, ich bin eher in beratender Funktion tätig. Das kann doch ganz lukrativ sein. Das kommt drauf an, ob man richtig liegt oder falsch. So bescheiden? Dabei stehen Sie doch in dem Ruf, das Talent zu haben, Falsches für Richtiges zu verkaufen. Castellan Quattro. Klingelt's da oben? Ja, das Projekt ist mir geläufig. Geläufig? Ich würde es erfunden nennen. Das muss ich mir nicht anhören. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Zahlen, bitte. Ach. Übernimmt ausnahmsweise mal nicht meine Frau die Rechnung? Herr Brandner, lassen Sie Ihren Frust woanders ab. Ich rate es Ihnen. Sie sind ein mieser kleiner Betrüger. Aber wenn Sie glauben, dass meine Frau sich weiterhin von Ihnen ausnehmen lässt, dann irren Sie sich gewaltig. Was heißt hier ausnehmen? Hm? Ich habe Ihrer Frau das gegeben, was sie bei Ihnen schon lange vermisst hat. Ist mir schon klar, dass Sie damit ein Problem haben. Zweitklassiger Kando. Arno! So ein Mist. Wenn das so weitergeht, dann heißt es Großalarm. Die Schneider flippt aus. Bestimmt ist Vanessa gut versichert. Oder zumindest ihr Vater. Wenn das die Schneider ist, wer übernimmt die Verhandlungen? Klar, wer sonst? Hi. Ist Alexa da? Komm rein. Grüß dich. Hi. Oh oh. Und? Wie groß ist der Schaden? Zu groß. Dank unserer Landplage von Mitbewohnerinnen. Jetzt sag schon. Du bist dabei. Einstimmiges Votum, was ziemlich selten ist. Wow. Sie waren im Ausland. In Singapur, ja. Echt spannend. Und? Unterhaltet ihr euch gut? Die Kanapés sind fast leer. Ein bisschen aufmerksamer, bitte.
Ja, sind Sie denn auch schon auf Leinwand verewigt? Ich? Wieso? Na, Sie heiraten eine echte Künstlerin. Carla hat Hannah porträtiert als Geburtstagsgeschenk für mich. So haben sich die beiden kennengelernt. Interessant. Ich wette, es ist mehr als gelungen. Wahr. Hannah hat das Bild aus Versehen ruiniert. Lars, bitte. Ja, das war sehr ungeschickt von mir. Dabei hat sich Carla so viel Mühe gegeben. Sie sollten das unbedingt als große Ehre betrachten. Weder Vater noch ich hatten bisher Glück bei ihr. Sie weigert sich standhaft, ihre Kunst an uns zu erproben. Ja, und was ist mit mir? Habe ich den auch eine Chance? Mal sehen. Wenn ich kurz stören darf. Wünschen die Herrschaften vielleicht noch ein Dessertwein? Ja, gerne. Ach, Carla, zeigst du mir mal den Wein? Das würde mich interessieren. Klar. Warum nicht? Ihr entschuldigt uns? Natürlich. Ja, Herr Schneider, wie wär's mit einer Zigarre? Sehr gern. Na dann. Soll ich den Notarzt rufen? Zum Teufel, was ist los mit dir? Schon gut, Elisabeth. Ich verprügel keine alten Männer. Dein ach so bedauernswerter Freund ist drauf und dran, dich um dein Vermögen zu bringen. Ach, komm, was redest du denn da? Elisabeth, hör einfach nicht hin. Er will mich nur vor dir schlecht machen. Der Immobilienfonds, den er dir angepriesen hat, existiert nicht. Alles reiner Bluff. Ich kann's beweisen. Sie armseliger Psychopath, verschwinden Sie endlich oder ich zeig Sie an! Ach, tun Sie sich keinen Zwang an. Rufen Sie die Polizei. Elisabeth, es geht nicht um mich. Um dich geht es. Er wird dich ruinieren. Was ist das hier für ein Theater mit der Verlobung? Und dann noch Bernd von Beinbach. Evelyn hat mich als Lesbe geoutet. Bei der Hochzeit meines Vaters. Vor allen Gästen Hannah. Ach du Scheiße. Und Bernd war so geistesgegenwärtig, das gleich öffentlich zu korrigieren. Als mein angeblicher Verlobter. Aber das willst du jetzt nicht durchziehen. Ich glaub's nicht. Du willst ihn wirklich heiraten? Und dann spielst du die arme Prinzessin, die mit dem Ritter zusammen ist, den sie nicht liebt? Also was das Thema angeht, solltest du mir nun wirklich keine Vorträge halten. Unsere besseren Hälften warten. Ja, du hast recht. Ich liebe dich, Carla. Ich liebe dich, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Und so geht es weiter. Corinne, ich weiß nicht, ob meine Entscheidung richtig war. Natürlich, Alexa. Man erfüllst dir einen Traum. Moment! Ach Gott. Behalt die ruhig. Ich setze sie von der Steuer ab.